Das junge Paar zog in das große, geschäftige London, um einen Neuanfang zu wagen. Sie hatten das Gefühl, dass ihnen alle Türen offen standen, dass sie geliebt wurden und dass man auf sie wartete. Aber es dauerte nicht lange, bis ihre rosarote Brille zerbrach. Agnes Acom wurde im Jahr 2000 in Ungarn geboren. Noch in der Schule lernte sie einen jungen Mann namens Peter Lenord kennen und bald trug ihre frühe Verbindung Früchte. Mit 16 Jahren brachte Agnes einen Sohn zur Welt. Allerdings waren weder sie noch ihr Freund Peter auf die Elternschaft vorbereitet. Das Paar hatte kein Geld und keine geeigneten Lebensbedingungen für ein Kind. Die Großmütter auf beiden Seiten weigerten sich, bei der Erziehung ihres Enkels zu helfen. Das Jugendamt brachte den Jungen in ein Heim. Agnes und Peter litten sehr unter der Trennung von ihrem Sohn. Sie trafen eine wichtige Entscheidung. Sie wollten in ein anderes Land ziehen, um ihre finanzielle Situation zu verbessern und hofften, dass ihnen ihr Kind zurückgegeben würde. Im Jahr 2017 zog die 17-jährige Agnes Acom zusammen mit ihrem Freund von Ungarn nach England. Sie ließen sich in London im Stadtteil Cricklewood nieder, mieteten eine günstige Wohnung und begannen aktiv nach Arbeit zu suchen. Agnes fand eine Stelle als Assistentin bei einem Sarghersteller. Peter griff jede Gelegenheit beim Schopf und nahm verschiedene Nebenjobs an. Das Leben in London war für das junge Paar keineswegs das Märchen, von dem sie geträumt hatten. Sie kamen gerade so über die Runden, glaubten aber fest daran, dass sich alles bald ändern würde. Am Sonntagmorgen, dem 9. Mai 2021, wachte die 20-jährige Agnes Acom auf und sagte ihrem Freund Peter, dass sie heute zur Arbeit gehen würde, zum Bestattungsunternehmen, zum Sargmacher. Die junge Frau zog sich an, verließ das Haus und ging zur nächsten Haltestelle. Am Abend desselben Tages machte sich Peter Sorgen, dass Agnes nicht nach Hause gekommen war, nicht mehr auf Anrufe reagierte und den ganzen Tag nicht in den sozialen Netzwerken aktiv gewesen war. Obwohl sie praktisch ständig ihr Handy bei sich trug, rief Peter den Bestatter an. Es stellte sich jedoch heraus, dass Agnes an diesem Tag nicht zur Arbeit erschienen war. Der junge Mann begriff sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Am späten Abend des 9. Mai rief er die Polizei an und meldete das Verschwinden seiner Lebensgefährtin. Die Strafverfolgungsbehörden nahmen die Suche auf. Sie riefen alle Verwandten und engen Freunde von Agnes an, doch niemand wusste, wo die junge Frau geblieben war. Ihre Mutter erzählte, dass ihre Tochter sie am Vortag, dem 8. Mai, angerufen habe und sie sich am Telefon heftig gestritten hätten. Am Ende habe Agnes aufgelegt, weil sie nicht weiter mit ihrer schreienden Mutter habe sprechen wollen. Die Frau befand sich in Ungarn und konnte nicht kommen, um sich an der Suche nach ihrer vermissten Tochter zu beteiligen. Die Ermittler fanden heraus, dass die junge Frau seit dem Morgen des 9. Mai nicht mehr in den sozialen Netzwerken aktiv gewesen war. Seitdem hatte Agnes keine Anrufe getätigt und ihre Bankkarte nicht benutzt. Am Dienstag, dem 11. Mai, 2 Tage nachdem Agnes Acom zuletzt gesehen worden war, wurde sie als vermisst gemeldet und eine groß angelegte Suche gestartet. Die Überprüfung der Bankdaten ergab, dass Agnes am Morgen ihres Verschwindens das Café Costa in der Nähe ihres Hauses in Cricklewood besucht hatte. Dies gab den Beamten einen ersten Anhaltspunkt. Die Ermittler sichteten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Umgebung des Cafés und fanden Aufnahmen, auf denen zu sehen war, wie Agnes in einen silberfarbenen Dacia Sandero einstieg. Am Steuer dieses Autos saß ein älterer, grauhaariger und übergewichtiger Mann. Er fuhr Agnes in den Nordwesten Londons, in einen Stadtteil namens Brent. Die Ermittler fanden die Marke und das Kennzeichen des Dacia Sandero heraus und konnten so schnell den Namen des Besitzers ermitteln. Es handelte sich um den älteren rumänischen Staatsbürger Nicolae Paisan. Am 18. Mai, 9 Tage nach dem Verschwinden von Agnes Acom, kamen Polizeibeamte zum Autohaus Lennox im Stadtteil Brent, wo ihr letzter Aufenthaltsort festgestellt worden war. Die Ermittler durchsuchten das gesamte Gelände, befragten Mitarbeitende, Anwohner und Passanten, um Hinweise auf die Vermisste zu erhalten. Die Ermittler setzten Drohnen ein und suchten das gesamte Gelände von oben ab, in der Hoffnung, Agnes lebend zu finden. Die Polizei fand heraus, dass tatsächlich ein älterer Mann namens Nicolae Paisan auf dem Gelände des Autohauses lebte. Er mietete ein kleines Häuschen, einen Wohnwagen, der aus einem alten Transportcontainer umgebaut worden war.
Nicolae Paisan lebte allein in dem Wohnwagen. Er war aus Rumänien nach England gekommen und arbeitete als Lastwagenfahrer in London. In seinem Heimatland hatte der Mann 4 bereits erwachsene Kinder, mit denen er regelmäßig telefonierte. Die Anwohner beschrieben Paisan als einen ruhigen, bescheidenen Mann. Er konnte sich nur eingeschränkt verständigen, da er kaum Englisch sprach. Am selben Tag untersuchten Polizeibeamte den von Paisan gemieteten Wohnwagen sorgfältig. Die Unterkunft war verschlossen, von innen waren keine Geräusche zu hören. Die Polizisten öffneten den Wohnwagen und durchsuchten ihn gründlich. Sie überprüften jeden Gegenstand im Inneren, untersuchten Boden, Wände und Decke und fanden Blutflecken, die offenbar sorgfältig zu entfernen versucht worden waren. Es stellte sich heraus, dass Paisan zu diesem Zeitpunkt bereits in ein benachbartes kleines Gebäude umgezogen war. Zudem zeigte sich, dass es zwischen dem alten Wohnwagen und der neuen Unterkunft des Mannes einen versteckten Durchgang gab. Auch in Paisans neuer Unterkunft wurden Blutspuren entdeckt. Kurz darauf erschien der 64-jährige Paisan selbst auf dem Gelände des Autohauses. Er erklärte, er habe sich in einem Waldgebiet eines Erholungsareals in der Nähe von Neasden, einige Kilometer vom Autohaus entfernt, aufgehalten, als ihm die Polizeibeamten ein Foto der vermissten Agnes Acom zeigten. Paisan bestritt nicht, dass er die junge Frau kannte. Er erklärte, dass er sie seit über einem Jahr gekannt habe und dass sie sich ihm gegenüber als Dora vorgestellt habe. Angehörige von Agnes bestätigten später, dass sie sich tatsächlich gelegentlich als Dora ausgab und von vielen Bekannten in London so genannt wurde. Paisan berichtete, dass er Agnes etwa 2 Wochen zuvor zuletzt gesehen habe. Sie habe ihm morgens über Facebook geschrieben und um ein Treffen gebeten. Er habe sie in einem Café in der Gegend abgeholt, in der sie lebte. Anschließend seien sie gemeinsam zu dem Autohaus gefahren, zu einem Wohnwagen, den er gemietet hatte. Er habe Agnes eingeladen, kurz hineinzukommen. Sie sei für 10 bis 15 Minuten hineingegangen. Paisan erklärte, dass Agnes finanzielle Probleme gehabt habe und ihn an diesem Tag erneut um Geld gebeten habe. Nach seinen Angaben habe sie während ihres Aufenthalts im Wohnwagen einen Anruf erhalten und gesagt, sie müsse zu einem Treffen mit einem Mann im Stadtteil Croydon im Süden Londons fahren. Danach habe sie ihn umarmt und erklärt, dass sie gehen müsse. Er habe angeboten, sie dorthin zu fahren, und sie habe zugestimmt. Paisan gab an, dass er sie bis zu einem Supermarkt in der Gegend von Park Royal gebracht habe und anschließend weitergefahren sei. Als die Beamten Nicolae Paisan fragten, ob er eine intime Beziehung zu Agnes gehabt habe, erklärte er, dass sie zu Beginn ihrer Bekanntschaft etwa 10-mal sexuellen Kontakt gehabt hätten. Er räumte ein, dass ihn der große Altersunterschied irritiert habe, da zwischen ihnen 44 Jahre gelegen hätten. Im Gespräch mit den Polizeibeamten erklärte Paisan, dass es auf dem Gelände des Autohauses zahlreiche Überwachungskameras gebe und forderte die Ermittler selbst auf, sämtliche Aufnahmen zu überprüfen. Das in seiner Unterkunft gefundene Blut wurde zur Analyse eingeschickt. Der Mann wurde als Zeuge zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Während eines mehrstündigen Gesprächs schilderte der rumänische Staatsbürger Nicolae Paisan, dass er Agnes seit etwa 1,5 Jahren gekannt und sich regelmäßig mit ihr getroffen habe. Er habe sie erstmals in der Nähe eines Supermarkts kennengelernt, wo sie ihn um Kleingeld gebeten habe. Paisan gab an, dass ihm die junge Frau leid getan habe und er begonnen habe, sie finanziell zu unterstützen. Anfangs habe er ihr Geld für sexuelle Handlungen gegeben, später seien die Treffen nach seinen Angaben freundschaftlicher geworden. Er erklärte, Agnes habe manchmal lediglich getanzt oder ihn umarmt und damit seien die Begegnungen beendet gewesen. Er habe ihr Geld für Fotos und Gespräche gegeben. Außerdem habe er ihr mehrfach Medikamente und gelegentlich illegale Substanzen besorgt. Der Mann wurde etwa 5 Stunden lang vernommen. In dieser Zeit werteten die Ermittler die Videoaufnahmen der Überwachungskameras auf dem Gelände des Autohauses aus. Dabei stellten sie fest, dass Agnes Acom und Nicolae Paisan am 9. Mai um 11:47 Uhr gemeinsam auf dem Gelände eingetroffen waren. 2 Minuten später, um 11:49 Uhr, betraten beide den gemieteten Wohnwagen, dessen Tür sie schlossen. Agnes kam danach nicht mehr heraus, etwa 40 Minuten vergingen. Um 12:30 Uhr verließ Paisan den Wohnwagen und trat auf den Hof. An einer seiner Hände waren rote Flecken zu erkennen. Er ging ruhig zu einem Waschbecken im Außenbereich, wusch sich dort gründlich die Hände mit Seife, entfernte sorgfältig alle Spuren und wusch sich anschließend das Gesicht. Danach kehrte der Mann in seinen Wohnwagen zurück.
3 Stunden später, um 15:30 Uhr, trug Paisan mehrere große Säcke aus dem Wagen, die bereits aus dem Nachbargebäude stammten, in den Kofferraum seines Autos. Zur Erinnerung: Die Polizei entdeckte in Paisans Wohnwagen einen geheimen Durchgang zum benachbarten Gebäude. Anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras war nicht zu erkennen, was sich in diesen Säcken befand. Die Kameras zeichneten außerdem auf, wie Paisan etwas aus dem Gebäude trug, das Agnes weißem Pelzmantel ähnelte, den sie am 9. Mai zur Arbeit getragen hatte. Nachdem der Mann die Säcke in sein Auto geladen hatte, kehrte er in den Wohnwagen zurück und verbrachte dort den restlichen Tag. Erst am nächsten Morgen, dem 10. Mai, brachte Paisan die schwarzen Säcke zu einer Mülltonne und rollte sie in Richtung des Erholungsgebiets im Bezirk Nähersten. Die Geschichte, die Paisan den Polizeibeamten erzählte, stimmte nicht mit den Aufnahmen der Überwachungskameras überein. Der Mann wurde daraufhin wegen Mordverdachts festgenommen. Am Ende des Verhörs wurde er in Gewahrsam genommen. Kurz darauf fügte sich der ältere Mann Selbstverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einigen Tagen kehrte er wieder in die Haft zurück. Außerdem stellte sich heraus, dass Nikolai Paisan bereits zuvor mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Der Mann war wegen Sozialbetrugs und Verleumdung strafrechtlich verfolgt worden und hatte mehrfach gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Währenddessen wurde die Suche nach Agnes Akom fortgesetzt. Den Ermittlern gelang es, auf einer Mülldeponie in der Nähe von Paisans Wohnort eine Tasche mit Gegenständen zu finden, die der Vermissten gehörten. In der Tasche befanden sich ihr weißer Pelzmantel, rosafarbene Schuhe, Kleidung und Unterwäsche. Außerdem lag dort ein Kissenbezug, in den eine mit Blut befleckte elektrische Stichsäge eingewickelt war. Zudem befanden sich daran lange, entfärbte Haare. Die Ermittler verbrachten 4 Tage auf der Mülldeponie und durchsuchten etwa 60 Tonnen Müll in der Hoffnung, Agnes' Leiche zu finden. Allen war bewusst, dass die junge Frau zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich bereits tot war. Bald lagen die Ergebnisse der Untersuchungen vor. Das Blut, das im Wohnwagen in Paisans neuer Unterkunft und in seinem Fahrzeug gefunden worden war, sowie das Blut und die Haare an der Stichsäge stammten von der vermissten 20-jährigen Agnes Akom. Nachdem die Ermittler Paisans Bewegungen am 9. und 10. Mai rekonstruiert hatten, stellten sie fest, dass er mehrfach eine Ferienanlage in der Nähe von Nähersten aufgesucht hatte. Die Ermittler konzentrierten ihre Suche auf dieses Gebiet und begannen dort mit intensiven Maßnahmen. Die Leiche von Agnes Akom wurde schließlich erst am 14. Juni von Suchhunden in einem Waldgebiet der Ferienanlage entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits mehr als 1 Monat seit ihrem Verschwinden vergangen. Agnes lag in einer flachen Grube neben einem großen alten Baumstumpf. Sie war in eine schwarze Plastiktüte eingewickelt und zusätzlich mit trockenen Baumstämmen und Ästen bedeckt worden. Obwohl der Leichnam nach 36 Tagen bereits stark verwest war, konnten die Gerichtsmediziner feststellen, dass Agnes Akom etwa 20 Mal mit einer Stichsäge auf den Kopf geschlagen worden war. Dies stellte die Todesursache dar. Nach Angaben des Pathologen musste der Täter erhebliche Kraft aufgewendet haben, um derartige Verletzungen zu verursachen. Paisan war deutlich größer als Agnes. Sie war 1,65 Meter groß und wog 54 Kilogramm. Die Leiche von Agnes wies keine Abwehrverletzungen auf, was darauf hindeutet, dass sie sich nicht einmal zu wehren versuchte. Das Ausmaß der Gewalt, das Agnes in den letzten Minuten ihres Lebens erleiden musste, war erschütternd. Es ist kaum vorstellbar, was dieser jungen Frau durchmachen musste. Einige Tage nach der Entdeckung von Agnes Akom wäre ihr Geburtstag gewesen. Sie wäre 21 Jahre alt geworden. Agnes wurde in England eingeäschert und ihre Asche wurde in ihre Heimat Ungarn überführt. Danach begann schließlich der Prozess gegen Paisan. Vor Gericht wurde bekannt, dass Agnes und Nikolai sich seit 18 Monaten gekannt hatten, was durch Telefonkontakte und Nachrichten belegt wurde. In den letzten 12 Monaten hatte sie sich 54 Mal mit dem älteren Mann getroffen, unter anderem in seinem Wohnwagen auf dem Gelände des Autohauses. Sie sahen sich durchschnittlich 4 bis 5 Mal im Monat. Während dieser Treffen zog sich Agnes vor dem Mann aus und tanzte für ihn. Auf Paisans Mobiltelefon wurden ihre freizügigen Fotos gefunden, die er während ihrer Begegnungen selbst aufgenommen hatte. Am Tag der Tat, dem 9. Mai 2021, schrieb Agnes dem Mann um 10 Uhr morgens selbst eine Nachricht und bat ihn um ein Treffen.
Er holte sie in einem Café in der Nähe ihres Hauses ab und fuhr sie zu seinem Wohnwagen. Der Staatsanwalt erklärte, dass die Aufnahmen, auf denen zu sehen war, wie Agnes Peisans Unterkunft betrat, die letzten Minuten ihres Lebens zeigten. Innerhalb von 30 bis 40 Minuten tötete der Mann die junge Frau und ging anschließend nach draußen, um das Blut von sich abzuwaschen. Danach transportierte er Agnes' Leiche in schwarzen Säcken in den Kofferraum seines Autos und brachte sie am nächsten Morgen zu einer Mülltonne in einem Erholungsgebiet, wo er sie unter Holzscheiten versteckte. Es ist bekannt, dass Nikolai Peisan 5-mal, nachdem er die Leiche verborgen hatte, ihre persönlichen Gegenstände zu einer nahegelegenen Mülldeponie brachte und versuchte, die Blutspuren auf dem Boden seines Wohnwagens zu entfernen. Ebenso ist bekannt, dass er nach der Tat seinen Sohn anrief und ihm mitteilte, dass er plane, in seine Heimat Rumänien zurückzukehren. Der Staatsanwalt stellte mehrere mögliche Motive vor, weshalb Peisan Agnes getötet haben könnte. Eine Version lautete, dass die junge Frau sich möglicherweise geweigert hatte, eine intime Beziehung mit dem älteren Mann einzugehen, oder dass er es leid gewesen sei, dass die junge Frau immer wieder Geld von ihm verlangte. Möglicherweise fühlte sich Peisan ausgenutzt oder gekränkt. Als der Angeklagte selbst das Wort erhielt, schilderte Nikolai Peisan eine neue Version der Ereignisse dieses tragischen Tages. Vor Gericht behauptete er, dass Agnes Acom tatsächlich am 9. Mai zu ihm gekommen sei, um das Geld abzuholen, das er ihr versprochen habe. 20 Pfund Sterling. Der Mann erzählte, Agnes habe ihm einen Eiskaffee zubereitet und diesem illegale Substanzen beigemischt. Kurz darauf habe er sich unwohl gefühlt, sei schwindelig geworden und habe das Bewusstsein verloren. Agnes habe versucht, ihm eine Flüssigkeit in den Mund zu gießen. Nikolai erklärte, er habe nicht verstanden, was geschah, und sei nach draußen gegangen, um frische Luft zu holen. Es war, als hätte ich eine Art Gedächtnisverlust gehabt. Mein Kopf war wie benebelt. Ich wusste nicht, wer ich war oder wie ich hieß. Mein Denken funktionierte nicht richtig, sagte Peisan vor Gericht. Er behauptete, er habe sich draußen die Hände gewaschen und sein Gesicht erfrischt. Als er in den Wohnwagen zurückgekehrt sei, habe er Agnes nackt auf dem Boden liegend vorgefunden, zusammengerollt und ohne Lebenszeichen. Peisan erklärte, dass sie sich selbst schwere Verletzungen zugefügt habe und gestorben sei und dass er aus Angst, niemand würde ihm glauben, beschlossen habe, ihren Körper in den Wald zu bringen und dort zurückzulassen, in der Hoffnung, dass Agnes schnell gefunden würde. Vor Gericht erklärte Nikolai Peisan weiter, dass er Agnes wie eine Tochter geliebt habe. Er habe sie Prinzessin, Engelchen oder Spatz genannt, während sie ihn Opa genannt habe. Er behauptete, er habe ihr lediglich helfen wollen. Er habe ihr regelmäßig Geld gegeben und ihr Medikamente sowie illegale Substanzen besorgt. Er gab an, dass Agnes ihr Geld damit verdient habe, sich anderen Männern anzubieten. Laut Peisan habe sie täglich 15 bis 20 Kunden gehabt und er selbst habe versucht, die junge Frau davon abzubringen und sie umzuerziehen. Die Angehörigen der Verstorbenen hörten diese Aussagen im Gerichtssaal mit Entsetzen. Sie glaubten kein einziges Wort davon. Allerdings bestätigte sich, dass Nikolai und Agnes sich über einen Zeitraum von 1,5 Jahren gekannt hatten. Peter Lenord, der Lebensgefährte der Verstorbenen, erklärte, dass sie nach ihrem Umzug von Ungarn nach England tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien. Dies jedoch keinesfalls bedeute, dass Agnes zu extremen Maßnahmen gegriffen oder ihren Lebensunterhalt durch Prostitution verdient habe. Zum Glück für die Angehörigen gab es keinerlei Beweise dafür, dass Agnes neben Peisan weitere Männer getroffen hatte. Ebenso existierten keine Beweise dafür, dass Agnes Medikamente oder illegale Substanzen konsumiert hatte. Obwohl Nikolai Peisan bis zuletzt seine Schuld bestritt und behauptete, er habe lediglich den leblosen Körper von Agnes im Wald abgelegt, schenkte ihm niemand Glauben. Seine Darstellung erschien allen Beteiligten widersprüchlich und unglaubwürdig. Vor Gericht wurde kein eindeutiges Motiv für die Tat festgestellt, doch einige Punkte galten als sicher. Peisan hatte versucht, Beweise zu vernichten. Er wollte verhindern, dass die junge Frau gefunden wurde. Und er wollte um jeden Preis einer Haftstrafe entgehen. Im Jahr 2022 wurde Nikolai Peisan schließlich für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 22 Jahren verurteilt. Vor Gericht zeigte der Mann keinerlei Reue.
Es ist bekannt, dass Peisan bereits vor Beginn des Prozesses, während seiner Haft, mehrfach von Mitgefangenen wegen der Art seines Verbrechens angegriffen wurde. Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Peisan nicht lange im Gefängnis überleben wird. Agnes' Geliebter, Peter Lennart, erzählte, dass sie kurz vor ihrem Tod gemeinsam einen Brief an ihren Sohn im Kinderheim geschrieben hätten, diesen jedoch nicht zu Ende bringen konnten. Peter wusste nicht, wie er diesen Brief ohne seine geliebte Freundin hätte vollenden sollen. Agnes' Mutter gestand, dass sie es sehr bereue, sich während ihres letzten Telefongesprächs mit ihrer Tochter gestritten zu haben. Die Frau konnte Agnes nicht mehr um Verzeihung bitten und ihr nicht mehr sagen, wie sehr sie sie liebte. Gilberto Ventura war ein Krimineller mit einer langen kriminellen Vergangenheit. Er floh aus einem Gefängnis in der Dominikanischen Republik und landete in Panama, wo er ein Leben im Untergrund führte und weiterhin Verbrechen beging, weil er davon überzeugt war, niemals verhaftet zu werden. Für seine neuen Straftaten nahm er die Hilfe seines Freundes Alcibiades in Anspruch. Gemeinsam nahmen sie 5 jungen Menschen das Leben. Gilberto Ventura Ceballos wurde am 6. Juli 1975 in der Dominikanischen Republik geboren. Er kam am 15. Juli 2008 mit einem 3-monatigen Visum nach Panama, um das Land kennenzulernen. Er floh vor der Justiz seines Heimatlandes. Darüber hinaus reiste er mit gefälschten Dokumenten nach Panama ein, in denen er unter dem Namen Fermín Antonio Tavares Ramírez geführt wurde. Dies waren nicht die einzigen Identitäten, die der Mann verwendete. Seiner kriminellen Vergangenheit in der Dominikanischen Republik zufolge nutzte er für seine Straftaten auch den Namen Fermín Antonio Tavares. Darüber hinaus wurden 3 weitere Ausweise kolumbianischer Herkunft gefunden: Jeffery Herrera Ceballos, Ángel Betancourt und Carlos Alberto Agri Valencia. Mithilfe dieser Identitäten baute er sich eine umfangreiche kriminelle Vergangenheit in der Dominikanischen Republik auf. Sein Ziel war die chinesische Gemeinschaft des Landes. Im Jahr 2003 betrog er laut seinen Akten die Eigentümer einer Hochschule um 88.000 dominikanische Pesos. Für diesen Betrug wurde er festgenommen und verbrachte mehrere Wochen im Gefängnis. Später, im Oktober 2004, wurde er erneut verhaftet und zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er den chinesischen Händler Wonny Ho Won entführt hatte, dessen Familie ihm eine $500.000 dominikanische Pesos gezahlt hatte. Gilberto hatte den Händler entführt, indem er sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Dabei half ihm ein pensionierter Soldat, der das Opfer mit einer Pistole bedrohte. Wie der Händler nach seiner Freilassung berichtete, wurde er während seiner Gefangenschaft nicht körperlich misshandelt. Allerdings wurde er schwer psychisch misshandelt, da man ihm täglich mit dem Tod drohte. Als der Mann freigelassen wurde, ließ man ihn ohne jede Hilfe in einem Gebüsch in einer abgelegenen Gegend zurück. Gilberto wurde, wie bereits erwähnt, festgenommen und vor Gericht gestellt, verbüßte seine Strafe jedoch nicht, da er am 30. November 2004 aus dem Gefängnis floh. Er versteckte sich mehrere Jahre lang in der Dominikanischen Republik, doch er hatte ständig das Gefühl, dass die Polizei ihn dort jederzeit festnehmen könnte und entschloss sich daher, nach Panama zu gehen. In Panama angekommen, benutzte Gilberto weiterhin seinen falschen Namen Fermín. Mit dessen Hilfe eröffnete er ein Bankkonto und begann, als Verkäufer in einem Geschäft zu arbeiten. Nach einiger Zeit lernte Gilberto eine Frau kennen, in die er sich sofort verliebte und die er kurze Zeit später heiratete. Während seiner Arbeit in diesem Geschäft lernte er einen Mann namens Alcibiades kennen. Einige Monate später, nachdem sie gegenseitiges Vertrauen aufgebaut hatten, erklärte Gilberto, dass er ein Angebot für ihn habe. Der Plan bestand darin, erneut die chinesische Gemeinschaft anzugreifen, diesmal jedoch in Panama. Er wollte Kinder chinesischer Geschäftsleute entführen und ein hohes Lösegeld fordern. Gilberto schlug seinem Freund vor, sich an diesem Plan zu beteiligen, und dieser willigte sofort ein. Doch dies war nicht das erste Verbrechen, das Gilberto in Panama begehen wollte. Er hatte bereits wegen Betrugs Probleme mit der Polizei gehabt. Für dieses Delikt kam er nicht ins Gefängnis, da er sich mit dem Mann, den er betrogen hatte, einigte. Dennoch suchte er weiterhin nach Möglichkeiten, durch Straftaten schnell an Geld zu gelangen. Alcibiades Méndez wurde am 1. Mai 1968 geboren.
Er kam an einem unbekannten Tag nach Panama und eröffnete 2 Kioske für den Verkauf von Mobiltelefonen. Er hatte Probleme mit den Behörden des Landes wegen nicht gezahlten Unterhalts sowie wegen verschiedener Betrugsdelikte, genau wie Gilberto. Doch gegen ihn wurden keine konkreten Maßnahmen ergriffen. Wie bereits erwähnt, wurden Alcibiades und Gilberto nach mehreren Gesprächen und nachdem sie ausreichend Vertrauen aufgebaut hatten, zu Partnern. Das erste Opfer dieser beiden Männer war Yesenia Argos Luo, die 3. Tochter der Besitzer eines bekannten Geschäfts in La Chorrera. Yesenia war eine sehr zielstrebige Studentin der Technischen Universität und erzielte hervorragende Leistungen. Ihr Traum war es, beim panamaischen Fernsehen zu arbeiten. Von klein auf verband sie ihr Studium mit der Mithilfe im Laden ihrer Eltern. Alle Ladenbesitzer in der Gegend kannten und schätzten sie. Nach Angaben der Ermittler planten die beiden Männer mehrere Monate lang alle ihre Verbrechen, bis sie am 20. Oktober 2010 mit deren Umsetzung begannen. Wie bereits erwähnt, war Yesenia das erste Opfer. Sie verließ das Haus ihrer Eltern, das sich im Obergeschoss ihres Ladens befand, stieg in ihr Auto und fuhr zur Universität. Es war sehr früh am Morgen, daher waren nur wenige Fahrzeuge unterwegs. Um Yesenia zu entführen, nutzten die Männer 2 Autos. Eines gehörte Alcibiades, das andere hatten sie gemietet. Sie folgten der jungen Frau, bis sie sich etwa 1 Kilometer vor ihrer Universität befand. In diesem Moment fuhr Alcibiades rückwärts in ihr Fahrzeug und stieg aus. Sie hielt an und kurbelte das Fenster herunter, als sie den Mann erkannte, da er ein Geschäft für den Verkauf von Mobiltelefonen betrieb, das dem ihrer Eltern sehr ähnlich war. Sie kannte ihn gut. Yesenia vertraute dem Mann, bemerkte jedoch nicht, dass sich hinter ihr ein weiteres Fahrzeug befand, aus dem Gilberto mit einer Pistole ausstieg. Er richtete die Waffe auf sie und zwang sie, in sein Auto einzusteigen. Anschließend verließen sie den Ort und brachten sie in ein Haus. Es handelte sich um ein gemietetes Haus in der Gegend von El Trepeta. Dort angekommen, sperrten die Täter Yesenia im Badezimmer ein und fertigten eine Videoaufnahme an, um von ihrer Familie ein Lösegeld in Höhe von $200.000 zu fordern. Diese Summe war zu hoch und die Angehörigen konnten nicht den gesamten Betrag aufbringen, sondern lediglich $25.000. 2 Tage nach der Entführung, am 22. Oktober, nahm Gilberto Yesenia das Leben. Er bat Alcibiades, das Haus zu verlassen und einige Feuerwerkskörper zu zünden. Als dieser zurückkam, stellte er fest, dass Gilberto sie bereits getötet hatte. Die Explosionen der Feuerwerkskörper sollten die Schussgeräusche überdecken. Danach gruben sie ein flaches Grab, legten den Körper von Yesenia hinein und begannen, ihn mit Erde zu bedecken. Nachdem Gilberto das Opfer getötet hatte, brach der Kontakt zwischen den Entführern und der Familie ab. Offenbar wussten die Angehörigen nicht, was geschehen war, und in der Hoffnung, dass Yesenia noch am Leben sei, druckten sie Plakate und brachten diese in der Nähe ihres Wohnhauses sowie in anderen Stadtteilen an. Leider gab es keine Hinweise, die zu einem Ergebnis führten. Die Familie erklärte gegenüber den Medien, dass sie beim ersten Anruf wegen der Entführung zunächst geglaubt habe, es handle sich um einen schlechten Scherz. Als sie jedoch die Aufnahme mit der jungen Frau erhielten, sei ihnen der Ernst der Lage bewusst geworden. Danach hörten sie, wie bereits erwähnt, über mehrere Monate hinweg nichts mehr von Yesenia. Nach dem ersten erfolglosen Entführungsfall schlugen die Männer etwa 1,5 Monate später erneut zu. Diesmal war das Opfer der 27-jährige Yong Lin Wu, der ein eigenes Geschäft besaß. Er traf sich mit Alcibiades, um einen Kaufvertrag über mehrere Mobiltelefone abzuschließen, die dieser ihm angeboten hatte. Sie trafen sich im Haus des Mannes, um den Kauf abzuwickeln, doch das Ganze stellte sich als Betrug heraus. Es handelte sich um einen Plan, den Alcibiades und Gilberto ausgearbeitet hatten, um ihn zu entführen. Alcibiades brachte ihn mit einer List dazu, in das Auto zu steigen, in dem Gilberto Ventura saß. Sie überwältigten ihn mit einer Pistole, fesselten ihn und knebelten ihn. Anschließend brachten sie ihn in dasselbe Haus, in dem Yesenia getötet worden war, zogen ihn aus dem Fahrzeug, legten ihn in einen Wassertank, um keinen Verdacht zu erregen, und platzierten ihn in einer Grube unter dem Küchenboden. Danach zwangen sie ihn, ein Video mit einer Lösegeldforderung aufzunehmen. Dieses Mal war die verlangte Summe höher. Sie forderten $400.000. Yongs Ehefrau Anna Rosa konnte lediglich $83.000 aufbringen
und während der Verhandlungen erklärte Gilberto sich bereit, den Austausch durchzuführen. Allerdings hielt nur Ana Rosa ihren Teil der Abmachung ein. Sie, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Kind schwanger war, brachte das Geld zu einer Brachfläche. Die Entführer erklärten ihr, dass ihr Mann innerhalb weniger Stunden freigelassen werde und zu seiner Familie zurückkehren könne. Die Frau wartete. Zu diesem Zeitpunkt war Yonglin Wu jedoch bereits getötet worden. Die Männer gingen dabei genauso vor wie im Fall von Esenia. Sie zündeten Feuerwerkskörper, um die Schüsse zu überdecken, und begruben ihn an derselben Stelle. Die Frau wartete weiter auf ihren Mann, der jedoch nie zurückkehrte. Da diese Entführung für sie erfolgreich verlaufen war, teilten die Verbrecher das Geld unter sich auf. Doch sie wollten mehr. Sie begannen, eine weitere Entführung zu planen. Das nächste Opfer war der 19-jährige Sami Sen Chen, der älteste von 3 Söhnen eines bekannten Geschäftsmannes in La Chorrera. Die beiden begannen, den jungen Mann zu beobachten, konnten dabei jedoch nicht unauffällig vorgehen, sodass einige Personen auf sie aufmerksam wurden. Am 6. September 2011 rief jemand die Polizei an und meldete die Anwesenheit verdächtiger Fremder in der Gegend. Die Polizei reagierte auf den Hinweis und nahm die Verdächtigen fest, fand jedoch keinen ausreichenden Grund, sie in Gewahrsam zu behalten und ließ sie wieder frei. Entgegen allen Erwartungen hielt dieses Eingreifen die Täter nicht auf. Bereits am nächsten Tag wiederholten sie dieselbe Vorgehensweise wie im Fall von Esenia. Am frühen Morgen rammten sie Samis Auto, als er auf dem Panama Highway unterwegs war, doch diesmal verlief nicht alles wie geplant. Der junge Mann war nicht allein. Er befand sich zusammen mit seiner Freundin Georgina und seinem Kindheitsfreund Joel Mauricio Lu Wong im Fahrzeug, mit dem er sowohl die Highschool als auch die Universität besucht hatte. Georgina studierte Ingenieurwesen und war seit 11 Monaten mit Sami zusammen. Obwohl diese Situation für die Täter unerwartet war, entschieden sie sich dennoch, ihren Plan umzusetzen. Die Männer fesselten die 3 jungen Menschen, klebten ihnen den Mund zu und bedrohten sie mit 2 Pistolen, bevor sie in ihr Fahrzeug setzten. Anschließend brachten sie in das Haus, in dem bereits die ersten Opfer getötet worden waren. Wie üblich sollte Gilberto den Kontakt zur Familie aufnehmen und versuchen, das gesamte Lösegeld zu erlangen, während Alcibiades auf die 3 Entführten aufpassen sollte. Doch bei dieser Tat lief etwas schief. Sie waren zu dritt gegen einen und die jungen Männer beschlossen, dass sie möglicherweise fliehen könnten. Sami versuchte als erster zu fliehen, woraufhin Alcibiades ihm mit einem Messer ins Bein stach. Die Verletzung erwies sich als tödlich und der junge Mann starb an starkem Blutverlust. Georgina, seine Freundin, hatte kein besseres Schicksal. Sie wurde lebendig in demselben Grab neben ihm begraben. Als Gilberto davon erfuhr, entschied er, dass es am sinnvollsten sei, Joel zu benutzen, um Lösegeld zu fordern. Dennoch wandten sie sich mit ihrer Forderung nicht an Joels Familie, sondern an Samis Familie. Nachdem er eine Nachricht für diese aufgenommen hatte, wurde auch er neben seinen Freunden lebendig begraben. Samis Familie zahlte das geforderte Lösegeld jedoch nicht. Die Täter verlangten $4 Millionen, einigten sich später jedoch auf $160.000. Samis Vater berichtete später, dass er letztlich nichts gezahlt habe, da die Männer sich weigerten, Beweise dafür vorzulegen, dass sein Sohn noch am Leben sei. Deshalb sei er zu dem Schluss gekommen, dass Sami bereits tot war und habe die Verhandlungen abgebrochen. Die Entführer gaben ihm jedoch eine entscheidende Information. Sie sagten, er solle das Geld auf einem Brachgelände hinterlassen, auf dem mehrere rote Taschen liegen würden. Samis Vater begab sich daraufhin zu nahegelegenen Geschäften und fragte, ob jemand eine ungewöhnlich große Anzahl roter Taschen gekauft habe. Dabei gelang es ihm, eine Videoaufnahme aus einer Überwachungskamera zu erhalten, auf der ein Mann zu sehen war, der diese roten Taschen kaufte. Er erkannte ihn sofort. Es war Alcibiades Mendes, den Samis Vater gut kannte. Nachdem die Familie des Entführten den Täter identifiziert hatte, übergaben sie diese Information der Polizei und die Beamten konnten ihn festnehmen, als er sich im Haus seiner ehemaligen Partnerin Ines Torres aufhielt. Zu diesem Zeitpunkt war Gilberto Ventura bereits aus dem Land geflohen. Alcibiades gestand schnell und schilderte detailliert alle Verbrechen, die er gemeinsam mit seinem Komplizen begangen hatte. Er gab auch den Aufenthaltsort der Leichen der entführten jungen Menschen preis, sodass die panamaische Polizei sie finden konnte. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass Je an einer Schussverletzung am Kopf gestorben war.
Sami starb an einer Verletzung der Oberschenkelvene, die zu starkem Blutverlust führte. Seine Freundin Georgina und sein Freund Joel starben durch Ersticken, nachdem sie lebendig begraben worden waren. Alcibiades bestritt seine Beteiligung an den Taten nicht und entschuldigte sich sogar bei den Familien der Opfer. 2 Monate nach der Festnahme seines Komplizen wurde auch Gilberto Ventura gefasst. Der Mann hatte sich in seiner Heimat, der Dominikanischen Republik, verborgen gehalten. Er hatte mehrere Maßnahmen ergriffen, um nicht erkannt zu werden. Er hatte seine Haare sehr hell gefärbt und als er gefasst wurde, wies er mehrere Narben an den Fingerspitzen auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich diese Verletzungen selbst zugefügt hatte, um zu verhindern, dass seine Fingerabdrücke im System erkannt werden. Nach der Festnahme von Gilberto Ventura Ceballos erklärten die Behörden der Dominikanischen Republik, dass sie ihn nur ausliefern würden, wenn die panamaischen Behörden zusicherten, ihn nicht zu einer Haftstrafe von mehr als 30 Jahren zu verurteilen, da dies die Höchststrafe ist, die in der Dominikanischen Republik verhängt werden kann. Schließlich einigten sich beide Länder und Gilberto wurde nach Panama überstellt, um sich dort vor Gericht zu verantworten. Im Gegensatz zu Alcibiades bestritt Gilberto stets seine Beteiligung an den Taten und behauptete, die wahren Täter seien Angehörige des panamaischen Militärs gewesen. Neben diesen beiden Männern wurden mehrere weitere Personen festgenommen, die Geld aus der zweiten Entführung erhalten hatten. Dabei handelte es sich um Inés Torres, die ehemalige Partnerin von Alcibiades, Dalmira Torres, die Schwester von Inés, sowie um die Stieftochter des Mannes. Sie alle waren an den schweren Straftaten beteiligt, da sie für die Geldwäsche verantwortlich waren. Am Tatort fanden die Ermittler außerdem Handschellen, Patronen und mehrere 100-Dollar-Scheine. Die Ermittlungen in diesem Fall verliefen äußerst schleppend. Im September 2015, 4 Jahre nach der Entdeckung der Leichen und ohne erkennbare Fortschritte in den Ermittlungen, hielt die chinesische Gemeinschaft eine Gedenkmesse für die Opfer ab. Dort erklärte der Präsident der chinesischen Vereinigung Panamas, man fühle sich von den Behörden betrogen, da diese eine gründliche und zügige Untersuchung versprochen hätten, jedoch über Jahre hinweg keine Ergebnisse erzielt worden seien. Er berichtete zudem, dass die Angehörigen einiger Opfer infolge der Tragödie gezwungen gewesen seien, ihre Geschäfte zu verkaufen und mit gesundheitlichen Problemen sowie Alkoholmissbrauch zu kämpfen gehabt hätten. Zur gleichen Zeit hatte Gilberto nicht die Absicht, sich der Justiz freiwillig zu stellen. Er war bereits zuvor aus einem Gefängnis in der Dominikanischen Republik geflohen und plante nun, dasselbe in Panama zu tun. Im Dezember 2016 gelang ihm während eines angeblichen Treffens mit seinem Anwalt die Flucht aus dem Gefängnis, indem er sich als Frau verkleidete. Bei dieser Flucht kam es zu mehreren Unregelmäßigkeiten. Gilberto befand sich in einem Hochsicherheitsgefängnis, doch aus bislang ungeklärten Gründen beantragte der Leiter dieser Einrichtung, ihn für das Treffen mit seinem Anwalt in ein anderes Gefängnis mit deutlich geringeren Sicherheitsvorkehrungen zu verlegen. Dank Überwachungskameras und Aussagen mehrerer Mitarbeiter wurde später bekannt, dass sowohl der Anwalt als auch Gilberto die Küche des Gefängnisses betraten, wo sich der Angeklagte umziehen konnte. Er setzte eine Perücke auf, zog Frauenkleidung an und verließ das Gefängnis unbehelligt. Nachdem die Flucht bekannt geworden war, setzten die Behörden eine Belohnung von $50.000 aus und leiteten mehrere Suchaktionen ein. Die mutmaßliche Anwältin des Mannes wurde wegen Beihilfe zu seiner Flucht festgenommen. Zeugenaussagen zufolge hatte der Häftling ihr $25.000 angeboten, von denen er ihr $10.000 für die Umsetzung der Absprachen übergab. Sie sollte ein Fahrzeug mieten, eine Perücke sowie Frauenkleidung beschaffen und außerdem einen Angehörigen der Nationalpolizei sowie einen Gefängniswärter bestechen, damit sie ihn in die Küche ließen und er das Gefängnis verlassen konnte. Im Juni 2017, als Gilberto noch auf freiem Fuß war, begannen die ersten Anhörungen im Fall der Entführung und Tötung von 5 jungen Menschen. Alcibiades Mendes entschuldigte sich bei den Familien der Opfer und bei der Bevölkerung Panamas. Er erklärte, dass er keinen der Entführten getötet habe, dass der Konflikt mit Sami nicht Teil des ursprünglichen Plans gewesen sei und fügte hinzu, dass Gilberto derjenige gewesen sei, der die ersten beiden Opfer getötet und die letzten beiden lebendig begraben habe. Alcibiades erklärte außerdem, dass Gilberto die gesamte Organisation gesteuert habe.
mit den Familien gesprochen habe, entschieden habe, wer entführt werden sollte und dass er selbst lediglich eine ausführende Figur gewesen sei. 2 Monate nach Beginn der Verhandlungen im September desselben Jahres wurde Gilberto festgenommen und konnte daraufhin an dem Verfahren teilnehmen, bei dem er erneut erklärte, nichts mit den Verbrechen zu tun zu haben. Schließlich begann am 22. Juni 2018 der offizielle Prozess, in dem das Berufungsgericht Gilberto Ventura Ceballos und Alcibiades Mendes wegen Entführung und vorsätzlicher Tötung von 5 jungen Menschen zu 50 Jahren Haft verurteilte. Die wegen Beihilfe zu diesem Verbrechen verhafteten Frauen wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Darüber hinaus erhielt Gilberto eine zusätzliche Strafe von 5 Jahren wegen Flucht sowie wegen Verschwörung zur Begehung einer Straftat. Es sei daran erinnert, dass Panama und die Dominikanische Republik eine Vereinbarung getroffen hatten, wonach der Mann nicht mehr als 30 Jahre im Gefängnis verbringen durfte, weshalb seine ursprüngliche Haftstrafe von 50 auf 30 Jahre reduziert wurde. Doch damit war die Geschichte von Gilberto Ventura Ceballos noch nicht zu Ende. Am 4. Februar 2020 floh er erneut aus einem panamaischen Gefängnis. Es war bereits seine 3. Flucht, wenn man seine frühere Flucht aus der Dominikanischen Republik mitrechnet. Auch dieses Mal erhielt er Hilfe von Personen innerhalb der Haftanstalt. Mindestens 3 Wärter leisteten ihm Beihilfe, was offenbar zum Zeitpunkt seiner Flucht von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Gilberto wurde nach 9 Tagen wieder gefasst. Am 13. Februar wurde der Täter unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen mit einem Hubschrauber nach Panama-Stadt zurückgebracht. Nach seiner Ankunft in der Hauptstadt brachte man ihn in das Hauptquartier der Nationalpolizei. Dort wurde er medizinisch untersucht, da er Anzeichen von Dehydrierung aufwies und anschließend erneut inhaftiert. Es sei darauf hingewiesen, dass infolge dieser 2. Flucht der Sicherheitsminister zurücktrat und ein weiterer Minister seines Amtes enthoben wurde. Im Fall von Gilberto Ventura Ceballos bestehen zahlreiche Unstimmigkeiten im Verhalten der Polizei. Vertreter der chinesischen Gemeinschaft in Panama berichteten, dass es viele Hinweise gegeben habe, denen die Behörden jedoch nicht nachgegangen seien. So war beispielsweise beim 2. Opfer Yong auf dessen Mobiltelefon ein GPS-System aktiviert gewesen, mit dem seine Ehefrau in Echtzeit verfolgen konnte, wo er sich befand. Sie leitete diese Information an die Behörden weiter, doch diesen Angaben wurde offenbar keine Bedeutung beigemessen. Letztlich nahmen diese Männer 5 jungen Menschen das Leben, um an Geld zu gelangen, und Gilberto suchte weiterhin nach Wegen, finanziellen Gewinn zu erzielen, indem er sogar plante, direkt aus dem Gefängnis heraus ein Buch über seine grausamen Taten zu veröffentlichen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am 17. Februar 1974 ereignete sich im Haus der Familie Walker in Fort Worth, Texas, etwas Schreckliches. Der 18-jährige Rodney McCoy tauchte vor der Haustür auf und war schwer verletzt. Er war halb bewusstlos und wiederholte immer wieder denselben Satz. Er hat sie mitgenommen. Er hat sie mitgenommen. Rodney sprach von Carla Jan Walker, einem Mädchen, mit dem er seit einigen Monaten zusammen war und das in diesem Haus lebte. Das Letzte, was er den Walkers sagen konnte, bevor er das Bewusstsein verlor, war, dass Carla nach einem Angriff durch einen unbekannten Mann verschwunden war. Heute sprechen wir über ein Verbrechen, das sich in den 1970er Jahren in Fort Worth, Texas, ereignet hat. Diese Stadt ist zwar nicht mit Leni zu vergleichen, doch die Einwohner konnten diesen Fall niemals vergessen. Die Ermittler des Bundesstaates arbeiteten fast 5 Jahrzehnte lang daran, Gerechtigkeit für die trauernde Familie von Carla zu erlangen. Am 17. Februar 1974, gegen 3:30 Uhr morgens, sind der 12-jährige Jim Walker und seine Eltern in großer Sorge. Denn seine 17-jährige Schwester Carla ist noch nicht von der Tanzveranstaltung zurückgekehrt, zu der sie mit ihrem Freund Rodney gegangen war. Ihre Besorgnis schlägt in Entsetzen um, als sie ein lautes Geräusch hören, das wie ein Auto klingt, das gegen einen Bordstein prallt. Dann hören die Walkers einen Jungen schreien: »Mr. Walker, bitte helfen Sie mir!« Jim schaut nach draußen und sieht Rodney, der blutüberströmt aus dem Auto steigt. Carla ist nicht bei ihm.
Jim sieht Rodney an. Sein Gesicht ist vor Angst und Panik wie erstarrt. Und unter seinem Auge befindet sich ein langer Kratzer. Doch seine Verletzungen treten in den Hintergrund, als er erklärt, wie er sie erlitten hat. Der 18-jährige Rodney berichtet, dass ein Unbekannter ihn mit einer Pistole geschlagen habe. Derselbe Mann habe Carla gepackt und aus dem Auto gezogen, das vor einer örtlichen Bowlingbahn geparkt gewesen sei. Es ist schwer vorstellbar, wie der 12-jährige Junge auf Rodneys Worte und seinen Zustand reagierte. Klar ist jedoch, dass er große Angst hatte und die Schwere der Situation begriff. Währenddessen griff Carlas Vater ohne zu zögern zu einer Waffe und rannte zum Parkplatz neben der Bowlingbahn, während die Mutter des Mädchens die Polizei verständigte. Nach wenigen Minuten trafen die Polizeibeamten an beiden Orten ein. Im Haus der Walkers befragten sie Rodney. Aufgrund seiner Verletzungen fiel es dem Jungen schwer zu sprechen, doch er schaffte es dennoch, den Ermittlern zu schildern, was an diesem Abend geschehen war. Carla und Rodney waren am Valentinstag tanzen gegangen. Sie kamen kurz nach 9 Uhr in der Diskothek an, tanzten eine Weile und fuhren gegen 11 Uhr abends weiter zu einem Taco Bell. Rodney bestellte einen Burger und eine Dose Limonade für seine Freundin. Der späte Imbiss sollte den schönen Abend abrunden, doch auf dem Heimweg machten die beiden noch einen letzten Halt. Sie fuhren zu einer Bowlingbahn, um die Toilette zu benutzen. Laut Rodney kamen sie dort gegen Mitternacht an. Das Paar kehrte zum Auto zurück und wenige Minuten später begann ihr Albtraum. Sie lagen sich in den Armen, als plötzlich die Beifahrertür aufgerissen wurde. Ein Unbekannter begann, Carla aus dem Wagen zu ziehen. Der Mann zerrte sie nach draußen, während Rodney versuchte, sie festzuhalten. Es kam zu einem Gerangel. Rodney wehrte sich weiter. Doch irgendwann wurde ihm klar, dass seine Gegenwehr ihn das Leben kosten könnte. Er blickte auf und sah die Mündung einer Pistole. Als ihm bewusst wurde, dass er jeden Moment sterben könnte, schloss er die Augen. Doch es fiel kein Schuss. Stattdessen hörte er mehrere Klickgeräusche. Der Täter hatte vergessen, eine Patrone in die Kammer zu laden. Dennoch verspürte Rodney einen stechenden Schmerz im Bereich seines Auges. Der Unbekannte begann, ihn mit der Pistole zu schlagen. In der Folge verlor der junge Mann das Bewusstsein. Doch zuvor hörte er noch, wie Carla den Entführer anflehte, ihn in Ruhe zu lassen. Rodney erinnerte sich außerdem deutlich an die Worte des Mannes, als dieser Carla packte. Er sagte, »Sie wird mit mir kommen wollen«, und fügte hinzu, »Komm mit mir, Baby.« Carla flehte, »Hör auf, ihn zu schlagen.« Und als sie fortgeführt wurde, sagte sie zu Rodney, »Ruf Papa.« Das waren die letzten Worte, die er hörte, bevor er einen schweren Schlag erhielt und das Bewusstsein verlor. Als Rodney wieder zu sich kam, ging er zum Haus der Walkers, um Carlas Familie zu berichten, was geschehen war. Er konnte den Entführer gut beschreiben. Es war ein Mann mit welligem, kastanienbraunem Haar, der mit südlichem Akzent sprach. Er war etwa 1,70 Meter groß und trug einen Cowboyhut. Während Rodney ins Krankenhaus gebracht wurde, zeigte Carlas Vater der Polizei die Beweise, die er auf dem Parkplatz gefunden hatte. Diese Gegenstände bestätigten die erschütternden Aussagen des jungen Mannes. Auf dem Parkplatz der Bowlingbahn fand er die Tasche seiner Tochter sowie das Magazin einer Ruger-Pistole. Das Magazin lag an der Stelle, an der sich zuvor die Beifahrertür des Autos befunden hatte. Es war offensichtlich, dass es aus der Waffe gefallen war, als der Entführer Rodney auf den Kopf schlug. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine kleinkalibrige Ruger handelte. Dies erklärte, weshalb sich das Magazin lösen konnte, denn bei diesem Modell kann es von unten aus dem Griff herausfallen. Als der Täter Rodney schlug, löste sich das Magazin. Ein Umstand, der dem Jungen vermutlich das Leben rettete. Als die Polizeibeamten den Tatort untersuchten, waren sie erschüttert darüber, wie nah am Eingang der Bowlingbahn der Überfall stattgefunden hatte. Man konnte kaum glauben, wie dreist diese Tat gewesen war. Der Angreifer hatte sein Opfer praktisch vor aller Augen angegriffen. Er ging dabei ein enormes Risiko ein und betrachtete sein Handeln offenbar als eine Art Spiel. Dieses Vorgehen deutete darauf hin, dass der Täter bereits zuvor ähnliche Taten begangen hatte. Ein beunruhigender Wettlauf gegen die Zeit begann. Den Ermittlern war bewusst, dass sie sofort handeln mussten, um diesen Täter zu finden. Sie gingen davon aus, dass sie es mit einem Menschen zu tun hatten, der Freude daran empfand, anderen Schmerzen zuzufügen und ihr Leiden zu beobachten. Doch die entscheidende Frage blieb,
Würde es der Polizei gelingen, den Entführer zu finden, bevor es zu spät war? In Fort Worth suchten die Ermittler intensiv nach der 17-jährigen Carla Jan Walker, die unter Waffengewalt entführt worden war. Allen war klar, dass sie so schnell wie möglich gefunden werden musste. Die gesamte Stadt rückte in dieser schweren Zeit zusammen. Viele Menschen beteiligten sich an der Suche. Carlas Familie und Freunde hofften verzweifelt, dass sie lebend gefunden würde und beteten dafür. Und die Walkers waren mit ihren Gebeten nicht allein. Niemand in Fort Worth konnte begreifen, wie ein harmloses Date nach einem Schultanz in einen derartigen Albtraum hatte münden können. Sie waren ganz normale Highschool-Schüler gewesen. Rodney spielte Football und galt als freundlicher, beliebter Junge. Carla wurde als lebensfrohes und warmherziges Mädchen beschrieben. Ihre Familie und ihre Freunde liebten sie sehr. Sie liebte es zu tanzen, ohne zu ahnen, dass genau dieser Wunsch indirekt zu ihrem Tod führen würde. Selbst nach 47 Jahren erinnert sich Jim noch daran, wie gut Rodney und Carla an diesem Abend ausgesehen hatten. Sie standen vor dem Kamin, machten Fotos und freuten sich auf den Tanzabend. Dann verließen sie das Haus. Und nur wenige Stunden später befand sich die lebensfrohe 17-jährige Carla in tödlicher Gefahr. Der einzige konkrete Anhaltspunkt für die Ermittler war eine vage Beschreibung des Täters sowie ein am Tatort gefundenes Beweisstück. Das wichtigste Beweisstück war das Magazin der Pistole, mit der Rodney auf den Kopf geschlagen worden war. Die Polizei hoffte, dass dessen Untersuchung Hinweise auf die Identität des Entführers liefern würde, doch weder Fingerabdrücke noch andere verwertbare Spuren konnten gesichert werden. Schon bald gingen bei der Polizei Hinweise zu Personen ein, die auf die Beschreibung des Täters passten, doch es erwies sich als schwierig, diese Informationen sinnvoll einzuordnen. Viele Menschen wurden befragt. Rodney beschrieb den Angreifer als einen Mann mit Cowboyhut und südländischem Akzent. Diese Beschreibung traf jedoch auf zahlreiche Einwohner von Fort Worth zu. In den ersten Tagen dehnten die Ermittler ihre Suche aus, doch nach einiger Zeit begannen sie, gezielter vorzugehen. Sie konzentrierten sich auf große Abflusskanäle, da sich ein Jahr vor Carlas Entführung ein ähnlicher Fall in derselben Stadt ereignet hatte. Damals war die Leiche eines Mädchens Monate nach der Entführung in einem solchen Kanal entdeckt worden. Die Polizei stellte sich die Frage, ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang bestehen könnte. Diese Befürchtung verstärkte sich, als die Ermittler 4 Tage nach der Entführung von Carla Jan Walker ihre Leiche in einem östlichen Tunnel nahe des Benbrook-Sees fanden. Den Polizisten, die nach ihr gesucht hatten, war sofort klar, dass sie Carla gefunden hatten, schwer misshandelt und kaum wiederzuerkennen. Ihre Kleidung war zerrissen und ihr Körper wies zahlreiche Verletzungen auf. Es war offensichtlich, dass sie Opfer eines brutalen Mordes geworden war. Ihr Körper war übersät mit blauen Flecken und Kratzern. Selbst erfahrene Polizeibeamte waren von diesem Anblick tief erschüttert. Die Ermittler, die den Tatort untersuchten, stellten sofort mehrere Theorien darüber auf, was mit ihr geschehen sein könnte. Die Abschürfungen an ihrem Hals deuteten darauf hin, dass sie erwürgt worden war, und ihr Kleid war zerrissen und teilweise heruntergezogen. Die erste Annahme, die sich in solchen Fällen aufdrängt, ist eine sexuelle Gewalttat. Die Ermittler brachten den Leichnam zur Gerichtsmedizin, wo die trauernden Eltern Carla identifizieren mussten. Es war eine entsetzliche Zeit. Jim wird nie vergessen, wie seine Mutter vor Schmerz schrie. Dieser Schrei verfolgte ihn in seinen schlimmsten Albträumen. Die Autopsie bestätigte, was Ermittler Jim Minter bereits vermutet hatte. Nach Einschätzung des Gerichtsmediziners war Carla erwürgt worden und hatte sexuelle Gewalt erlitten. Biologische Spuren wurden sorgfältig gesichert und aufbewahrt. Der Gerichtsmediziner konnte außerdem feststellen, wann Carla getötet worden war. Der Inhalt ihres Magens zeigte, dass dies etwa 2 Tage nach ihrer Entführung geschehen war. Für viele Einwohner von Fort Worth bedeutete die Entdeckung von Carla Walkers Leiche das Ende einer herzzerreißenden Hoffnung. Für die Polizei jedoch begann die eigentliche Arbeit erst. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter erneut zuschlagen würde, galt als hoch. Die Ermittler arbeiteten rund um die Uhr, um ihn zu finden. Ihr Fokus richtete sich auf einen entscheidenden Hinweis: das Magazin, das aus der Waffe des Täters gefallen war. Zunächst begannen sie damit, die Besitzer kürzlich erworbener Pistolen zu ermitteln. Zu jener Zeit befanden sich viele Ruger-Pistolen im Umlauf. Die Ermittler beschlossen daher, alle entsprechenden Käufer zu überprüfen.
Es gelang ihnen, sämtliche Personen ausfindig zu machen, die dieses Pistolenmodell erworben hatten. Die Polizeibeamten klopften an deren Türen und überprüften, ob das jeweilige Magazin noch vorhanden war, da die Waffe ursprünglich mit einem Magazin verkauft worden war. Dennoch gelang es nicht, eine Pistole zu finden, bei der das Magazin fehlte. Trotzdem wurden alle Besitzer von Pistolen, die der Täterbeschreibung entsprachen, gebeten, ihr Alibi mit Hilfe eines Lügendetektortests zu untermauern. Auch dieser Ansatz führte zu keinem Ergebnis. Zu diesem Zeitpunkt war die Untersuchung in eine Sackgasse geraten und die Ermittler mussten von vorn beginnen. Sie sahen sich gezwungen, eine bittere Realität zu akzeptieren. Um diesen Fall aufzuklären, würde es möglicherweise ein weiteres Verbrechen geben müssen. Sie warteten auf neue Hinweise, die sich erst durch einen erneuten Angriff ergeben könnten. Genau auf diese Weise werden Serienverbrechen oft aufgeklärt. Und tatsächlich bewahrheitete sich diese düstere Annahme nur 2 Monate nach der Ermordung von Carla. Die Ermittler erhielten Hinweise auf einen Mann, der in ein ähnliches Verbrechen in Arlington verwickelt gewesen sein sollte. Etwa 20 Autominuten von dem Ort entfernt, an dem Carla getötet worden war. Dieses Mal jedoch überlebte das Opfer den Angriff. Als das Mädchen die Polizei alarmierte, berichtete sie, dass sie von einem Mann entführt worden sei. Er habe versucht, sie sexuell anzugreifen, doch ihr sei die Flucht gelungen. Das Mädchen schilderte, dass ein unbekannter Mann auf sie zugekommen sei, während sie in ihrem Auto saß. Er habe ihr Hilfe angeboten, und als sie ablehnte, zog er eine Schrotflinte und zwang sie, in sein Fahrzeug umzusteigen. Während der Fahrt gelang es ihr, ihn abzulenken, sodass das Auto von der Straße abkam. Diese mutige Handlung rettete ihr vermutlich das Leben. Das Fahrzeug blieb im Schlamm stecken. Dem Mann wurde bewusst, dass jederzeit ein Zeuge auftauchen könnte. Das Mädchen nutzte diesen Moment und versprach ihm, niemandem von dem Angriff zu erzählen, wenn er sie freilasse. Da er mit dem Versuch beschäftigt war, das Fahrzeug zu befreien, ließ er sie schließlich gehen. Nachdem sie entkommen war, meldete sie den Vorfall umgehend der Polizei. Sie konnte sowohl den Täter als auch dessen Fahrzeug detailliert beschreiben. Dadurch gelang es den Ermittlern, ihn rasch ausfindig zu machen. Der 21-jährige Tommy Ray Nealon wurde festgenommen. Die Ermittler überprüften seine Vergangenheit und stellten fest, dass er als Prediger tätig gewesen war. Üblicherweise werden solche Personen nicht mit Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht. Dennoch gestand Nealon sofort den versuchten Übergriff auf das Mädchen. Er wurde wegen Entführung und versuchten sexuellen Übergriffs festgenommen. Doch damit nicht genug. Im Verlauf der Vernehmungen machte Nealon weitere Aussagen und seine übrigen Taten erwiesen sich als noch schwerwiegender. Während des Verfahrens gestand er den Mord an 2 Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren. Angesichts der Vorgehensweise bei den Morden und des Alters der Opfer vermutete der Ermittler im Fall von Carla Jan Walker, dass Nealon auch sie getötet haben könnte. Die Beamten baten den verzweifelten Rodney, den Täter zu identifizieren. Bei der Gegenüberstellung waren Tommy Ray Nealon und 4 weitere Personen anwesend. Rodney betrachtete die Männer einige Augenblicke lang und stellte dann eine ungewöhnliche Bitte. Er wollte, dass sie die Worte »Komm mit mir, Baby« sagten. Genau diesen Satz hatte er in Erinnerung. Rodney schloss die Augen und hörte zu, wie alle 5 Männer die Worte wiederholten, die ihn seit der Entführung von Carla verfolgten. Seine Aufmerksamkeit richtete sich sofort auf Nealons Stimme. Als Tommy diese Worte sprach, hob Rodney ihn aus der Reihe hervor. Die Ermittler glaubten zunächst, den Mörder von Carla gefunden zu haben, doch die anschließende Befragung führte erneut in eine Sackgasse. Nachdem Rodney auf Nealon gezeigt hatte, waren die Ermittler überzeugt, dass er das Mädchen getötet hatte. Doch das Verhalten des Verdächtigen entsprach nicht ihren Erwartungen. Nealon begann sofort, sich zu verteidigen und bestritt jede Beteiligung an der Entführung und am Tod von Carla Jan Walker. Die Ermittler konfrontierten ihn mit der Aussage, dass Carlas Freund ihn als den Mann identifiziert hatte, der sie aus dem Auto gezerrt hatte. Dennoch blieb Verwirrung zurück. Es stellte sich die Frage, ob sie tatsächlich den richtigen Mann festgenommen hatten. Nealon wirkte beinahe stolz auf frühere Gewalttaten, wollte jedoch nicht mit diesem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Zusätzlich verwirrte er die Ermittler, indem er ein Alibi für die Nacht vorlegte, in der Carla entführt worden war. Er erklärte, er habe sich zu diesem Zeitpunkt in einer Kirchengruppe in Brownwood aufgehalten, etwa 250 Kilometer von Fort Worth entfernt.
Die Ermittler überprüften diese Angaben und stellten fest, dass sie zutrafen. Dieses belastbare Alibi schloss Nilan als Tatverdächtigen aus. Die Polizei konnte keine Verbindung zwischen ihm und dem Mord herstellen. Nachdem Nilan ausgeschlossen worden war, überprüften die Ermittler Dutzende weiterer Hinweise, doch zu ihrer Enttäuschung führten alle ins Leere. Und dann, 3 Jahre nach dem Mord an Carla, erhielt Ermittler Jim Minter einen Anruf vom stellvertretenden Sheriff aus Tennessee. Er teilte ihm mit, dass ein Mann namens Jimmy Dean Sasser im Gefängnis sitze und den Mord an Carla gestanden habe. Ermittler Minter war verblüfft. Sollte der Fall, der ihn so lange beschäftigt hatte, nun endlich gelöst werden? Er bat den stellvertretenden Sheriff, ihm alle Einzelheiten des Geständnisses zu schildern. Er musste genau wissen, was Sasser ausgesagt hatte. Es stellte sich heraus, dass dieser im Besitz einer Ruger-Pistole gewesen war. Sasser schien in der Lage zu sein, viele Einzelheiten miteinander zu verknüpfen. Minter und seine Kollegen flogen mit dem nächstmöglichen Flug nach Tennessee, um Sasser zu befragen. Während der Reise hofften sie, endlich Gerechtigkeit für Carla und ihre Familie herstellen zu können. Sie wollten ihn persönlich vernehmen und die Wahrheit ans Licht bringen. Nach seiner Rückkehr verhörte der Ermittler den 31-jährigen Verdächtigen. Laut Sasser habe er Carla gesehen und begehrt. Er habe seine Pistole gezogen, sei auf sie zugegangen, habe sie gepackt und begonnen, mit ihrem Freund zu kämpfen. Anschließend habe er Carla entführt und sei mit ihr in Richtung des Benbrook-Sees gefahren, da er sich dort gut auskannte. Doch als Minter dieses Geständnis hörte, kamen ihm Zweifel. Sasser entsprach nicht der Beschreibung, die Rodney gegeben hatte. Er war deutlich kleiner, etwa 1,70 Meter groß. Rodney hatte den Entführer jedoch als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Konnte er sich bei der Größe so sehr geirrt haben? Ermittler Minter war überzeugt, dass es nur einen Weg gab, dies herauszufinden. Er forderte Sasser auf, weitere Details über die Tat zu nennen. Die Ermittler fragten ihn, wo genau im Tunnel die Leiche gelegen habe, wie weit sie vom Eingang entfernt gewesen sei und auf welche Weise er den Körper vom Auto in den Tunnel gebracht habe. Sasser beantwortete alle Fragen selbstsicher, doch seine Antworten waren falsch. Mit jeder falschen Angabe sank den Ermittlern das Herz ein Stück weiter. Schließlich wurde klar, dass auch dieser Mann nicht der Täter war. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Sasser die veröffentlichten Details der Ermittlungen mit eigenen Vermutungen vermischt hatte, um sein Geständnis glaubwürdig erscheinen zu lassen. Als die Polizeibeamten seine Akte überprüften, fanden sie mehrere Gründe dafür, warum er die Verantwortung für ein Verbrechen auf sich genommen haben könnte, das er nicht begangen hatte. Ohne Ausbildung und ohne klare Lebensziele war er in illegale Substanzen und Kriminalität abgerutscht. Er litt unter zahlreichen psychischen Problemen und galt als emotional instabil. Nach einer langen Untersuchung wurden die Anklagen gegen Sasser fallen gelassen. Er wurde von der Liste der Verdächtigen gestrichen und der Fall wurde vorerst zu den Akten gelegt. Der Familie Walker blieb nichts als ihre Trauer. Jeden Sonntag gingen sie zum Friedhof und pflegten Carlas Grab. Es waren düstere Zeiten, doch sie dachten nicht daran aufzugeben. Jahrzehnte vergingen und der ungelöste Mord blieb eine offene Wunde für die Einwohner von Fort Worth. Carlas Bruder Jim glaubte stets daran, dass der Täter eines Tages vor Gericht stehen würde. Im Jahr 2018 entschloss er sich, selbst aktiv zu werden und kontaktierte die Ermittlerin Lea Wagner. Er war enttäuscht, dass sie all die Jahre keine Antworten erhalten hatten und sagte, ich brauche einfach einen neuen Blickwinkel. Ermittlerin Wagner erklärte, sie werde sich den Fall ansehen. Zunächst sichteten sie und ihre Mitarbeiter sämtliche Unterlagen in den Archivkartons. Die Arbeit war mühsam, doch sie fühlte sich verpflichtet, der Familie zu helfen. Ermittlerin Wagner und ihr Kollege Jeff Bennett erstellten eine Liste mit Personen, zu denen in diesem Fall noch offene Fragen bestanden. Auf dieser Liste standen 83 Namen. Die Ermittler planten, von jeder dieser Personen eine DNA-Probe zu nehmen. Bevor sie jedoch diesen umfangreichen Schritt gingen, beschlossen sie zunächst eine hochwertigere DNA-Probe des Täters aus den vorhandenen Beweismitteln zu gewinnen. Im Jahr 2009 wurden DNA-Proben aus den Asservaten entnommen, doch die Ermittler waren überzeugt, dass nicht sämtliches Material vollständig ausgewertet worden war. Nach einer erneuten Untersuchung bestätigte sich dieser Verdacht. Vom BH von Carla
konnte ein vollständiges männliches DNA-Profil gewonnen werden. Die Erleichterung war groß, denn nun konnten die Daten in die nationale DNA-Datenbank eingespeist werden. Die Ermittler luden das Profil umgehend in das System des FBI hoch. Das Ergebnis war jedoch ernüchternd. Es gab keine Übereinstimmungen. Die Ermittlungen gerieten erneut ins Stocken und der Polizei standen nur noch sehr begrenzte DNA-Reste zur Verfügung. Dennoch gaben die Ermittler nicht auf. Sie recherchierten weiter und stießen auf ein Unternehmen, das sich auf forensische Genealogie spezialisiert hatte und auch mit äußerst kleinen DNA-Mengen arbeiten konnte. Die Probe wurde an dieses Labor geschickt. Am 4. Juli 2020 erhielt Jeff Bennett schließlich den lang ersehnten Anruf. Das Labor teilte ihm mit, dass ein möglicher Familienname ermittelt worden sei: McCauley. Jeff fragte ungläubig: Zufällig Glenn Samuel McCauley? Die Antwort lautete: ja. Bennett erklärte später, woher ihm dieser Name bekannt vorkam. McCauley hatte auf seiner früheren Liste den Platz 22 eingenommen und einen Lügendetektortest bestanden. Die Ermittler wollten dennoch eine DNA-Probe von McCauley nehmen, da sie der Auffassung waren, dass ein Lügendetektortest nicht ausreiche, um jemanden endgültig auszuschließen. Solche Tests gelten vor Gericht nicht als Beweismittel, da sie lediglich zeigen, dass eine Person in der Lage sein kann, einen Test zu täuschen. Die Polizei machte den inzwischen 70-jährigen McCauley ausfindig und begann, seine früheren Aussagen erneut mit den Akten zu vergleichen. Dabei stießen die Ermittler auf mehrere Unstimmigkeiten. McCauley war etwa 1,80 Meter groß und sprach mit einem ausgeprägten Südstaaten-Akzent. Beides Merkmale, die mit der Beschreibung übereinstimmten, die Carlas Freund der Polizei gegeben hatte. McCauley war überzeugt, dass ihn das Leugnen der Tat vor einer Verurteilung schützen würde. Aber das war sein erster Fehler. Für die Ermittlungen war es von entscheidender Bedeutung, dass er behauptete, Carla nie getroffen zu haben. Genau an diesem Punkt erklärten ihm die Ermittler, dass DNA nicht lügen könne. Als die Beweislast gegen ihn immer erdrückender wurde, begann McCauley nachzugeben. Ihm wurde klar, dass ihm kaum eine andere Möglichkeit blieb als ein Geständnis. Nach 3 Stunden begann er, von seinem grausamen Verbrechen zu berichten, darunter auch von dem Angriff auf Rodney mit dem Griff einer Ruger-Pistole. »Ich habe das Magazin verloren. Es ist herausgefallen«, sagte er. McCauley gestand die Entführung, die sexuelle Gewalt und die Tötung von Carla. Obwohl der Mann dabei weinte, konnten die Ermittler keine echte Reue in seinem Verhalten erkennen. Sie zweifelten daran, dass seine Emotionen auf Mitgefühl oder Einsicht beruhten. Ihrer Einschätzung nach waren seine Tränen vielmehr eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass er überführt worden war und sein bisheriges Leben damit ein Ende gefunden hatte. McCauley wurde wegen Mordes festgenommen. Später widerrief er jedoch überraschend sein Geständnis und erklärte seine Unschuld. Schließlich begann im August 2021 der Prozess. Im Gerichtssaal herrschte völlige Stille, als Rodney McCoy als Zeuge aussagte. Er begann von jener Nacht zu berichten, die ihn seit dem Jahr 1974 verfolgte. Seine Aussage erfolgte in bedrückender Ruhe, und es war spürbar, wie tief seine Gefühle für Carla gewesen waren. Seine Worte wirkten glaubwürdig, und viele Anwesende konnten sich das Geschehen lebhaft vorstellen. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt, den Fall gegen Glenn McCauley beweisen zu können. Sie verfügte über belastende Beweise, die DNA-Spuren auf der Kleidung und das abgelegte Geständnis. Als im Gerichtssaal das Video mit McCauleys Aussagen gezeigt wurde, verfolgten die Geschworenen jedes Wort mit großer Aufmerksamkeit. Einige von ihnen hatten Tränen in den Augen. Für viele war besonders erschütternd, wie McCauley schilderte, dass er Carla erwürgt hatte. Dieser Moment war so schwer zu ertragen, dass McCauley darum bat, die Verhandlung zu unterbrechen, um sein Geständnis zu widerrufen. Schließlich wurde Glenn McCauley zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Für Ermittler Jim Minter bedeutete dieses Urteil den Abschluss der qualvollsten Ermittlungen seines Lebens. Er zeigte sich stolz auf die Arbeit der Polizei, die diesen Mann nach so vielen Jahren zur Rechenschaft gezogen hatte. Seinen Worten zufolge sei dies der bedeutendste Moment seiner gesamten Laufbahn gewesen. Obwohl Carla Jan Walker nur ein viel zu kurzes Leben hatte, ist Jim überzeugt, dass ihre Geschichte noch lange weiterleben wird. Er möchte, dass sich die Menschen daran erinnern, welche innere Stärke sie besaß. Nach seinen Worten lebt Carla in all jenen weiter,
die sie niemals aufgegeben haben. Und das seien Tausende. Dieses Mädchen habe in der Gemeinschaft von Fort Worth tiefe Spuren hinterlassen. Die jahrelangen Bemühungen, ihren Mörder zu finden, seien ein eindrucksvolles Zeugnis der außergewöhnlichen Kraft gewesen, die in ihrem jungen Leben steckte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Am 13. Januar 2014 erhielt Richard Berman eine beängstigende E-Mail von seiner Ex-Frau Jennifer. Darin warnte sie ihn vor etwas Schrecklichem. Jede Tat hat ihre Konsequenzen. Je schlimmer die Tat, desto schrecklicher die Folgen. Sei also nicht überrascht, was dich erwartet, denn tief in deinem Inneren weißt du, dass die Strafe unvermeidlich ist. Du hast es verdient. Der beunruhigte Richard legte alle seine Angelegenheiten beiseite und eilte zu seiner Ex-Frau, in der Hoffnung, das Schreckliche noch verhindern zu können. Doch als er bei Jennifer ankam, musste er feststellen, dass es bereits zu spät war. Richard und Jennifer Berman lernten sich 1990 auf einer Party bei gemeinsamen Freunden kennen. Zu diesem Zeitpunkt war er 27 Jahre alt und sie 24 Jahre. Der junge Mann fand die hübsche, schlanke Blondine sofort attraktiv. Einen Monat später begannen die beiden sich zu treffen. Damals stand Richard noch am Anfang seiner Karriere in einer Immobilienfirma, während Jennifer als Krankenschwester in einem Krankenhaus arbeitete. Ihr bescheidenes Einkommen reichte nur für eine kleine Wohnung in West Palm Beach, Florida, wohin sie 1991 zogen. Bald machte Richard seiner Freundin einen Heiratsantrag und sie willigte freudig ein, ihn zu heiraten. 1992 feierten sie eine prächtige Hochzeit in Miami. Die Verliebten glaubten, dass ihnen ein langes, glückliches Familienleben bevorstand, doch die Realität erwies sich als komplizierter. Die ersten Jahre der Ehe der Bermans waren von Glück und Harmonie geprägt, doch mit der Zeit entwickelten sich auf Seiten des Ehemanns starke Eifersuchtsgefühle. Als er seine Frau eines Tages bei der Arbeit besuchte, wurde er Zeuge, wie fürsorglich und zugewandt Jennifer mit einem ihrer Patienten umging. Der Mann begann zu vermuten, dass zwischen seiner Frau und dem Patienten mehr als nur eine berufliche Beziehung bestehen könnte. Richards Eifersucht wuchs von Tag zu Tag und bald bestand er darauf, dass seine Frau ihre Stelle im Krankenhaus aufgab und Hausfrau wurde. Zu diesem Zeitpunkt war sein Einkommen bereits deutlich gestiegen, sodass der Wegfall ihres Gehalts keine finanziellen Folgen für die Familie Berman hatte. Nach dem Ausscheiden aus dem Krankenhaus fühlte sich Jennifer zunächst unwohl, da sie nun vollständig von ihrem Mann abhängig war. Doch mit der Zeit gewöhnte sie sich an ihre neue Rolle als Hausfrau und begann, verschiedene Interessen und Beschäftigungen für sich zu entdecken. 1994 kauften die Eheleute mit Hilfe einer Hypothek ein luxuriöses Anwesen im Wert von $1 Million in einer historischen und prestigeträchtigen Gegend von West Palm Beach. Jennifer widmete sich mit Begeisterung der Einrichtung des neuen Familienheims. Schon seit ihrer Hochzeit hatten die Bermans geplant, Kinder zu bekommen, doch lange Zeit blieb dieser Wunsch unerfüllt. Erst 1997, nach einer langen und kostspieligen Behandlung, wurde Jennifer schwanger. Zunächst kam ihr lang ersehnter Sohn Alex zur Welt. Ein Jahr später wurde die Tochter Jacqueline geboren. Die junge Mutter liebte ihre Kinder sehr und widmete sich vollständig ihrer Erziehung. Jennifer war eine leidenschaftliche Liebhaberin klassischer Musik und stellte mit Freude fest, dass auch ihr heranwachsender Sohn und ihre Tochter diese Begeisterung teilten. Als Alex und Jacqueline 6 bzw. 7 Jahre alt waren, besuchten sie die renommierte staatliche Kunstschule Alexander Dreyfus in West Palm Beach. Die Kinder der Familie Berman zeigten außergewöhnliche musikalische Begabungen. Alex spielte brillant Cello und die Musterschülerin Jacqueline überzeugte durch ihr hervorragendes Geigenspiel. Darüber hinaus waren beide auch schulisch sehr erfolgreich. Andere Eltern betrachteten Alex und Jacqueline als Vorbilder für ihre eigenen Kinder. Jennifer widmete sich ganz der Förderung ihres Sohnes und ihrer Tochter. Sie brachte sie zur Schule, holte sie nach dem Unterricht ab und begleitete sie zu Proben und Konzerten. Alex und Jacqueline traten häufig als Teil des Schulensembles auf.
Währenddessen widmete sich Richard Berman als Familienvater ganz seiner Arbeit, um seiner Frau und seinen Kindern ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, was ihm zunächst auch gelang. Schritt für Schritt arbeitete er sich beruflich nach oben und wurde 2005 Leiter jener Immobilienfirma, bei der er fast 15 Jahre zuvor als Praktikant begonnen hatte. Im Jahr 2007 kam es jedoch in den Vereinigten Staaten zur Hypothekenkrise, die erhebliche Probleme auf dem Immobilienmarkt auslöste. Im ganzen Land kam es zu Massenentlassungen, Kursverlusten, Bankenpleiten und zahlreichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Richards Unternehmen musste zwar nicht schließen, doch sein Einkommen ging drastisch zurück. Er konnte seine Familie nicht mehr allein auf dem gewohnten Lebensniveau versorgen. Und obwohl er seiner Frau vor langer Zeit versprochen hatte, dass sie niemals wieder arbeiten müsse, sah er sich nun gezwungen, Jennifer zu bitten, sich eine Arbeitsstelle zu suchen, da sie andernfalls ihr luxuriöses Haus verlieren könnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie seit mehr als 13 Jahren nicht mehr gearbeitet. Sie hatte sich so sehr an ihre Rolle als Hausfrau gewöhnt, dass sie die Bitte ihres Mannes, wieder im Krankenhaus zu arbeiten, sofort ablehnte. All dies führte zu wachsenden Spannungen in der Ehe. Ein Jahr später, im Jahr 2008, reichte Richard die Scheidung ein. Diese unerwartete Entwicklung machte Jennifer schlagartig bewusst, dass sie im Fall einer Trennung ihren bisherigen Lebensstandard nicht würde halten können. Als ihr dies klar wurde, erklärte sie sich bereit, wieder zu arbeiten und nahm eine Stelle als Krankenschwester an. Als Richard sah, dass seine Frau nachgegeben hatte, änderte er seine Haltung und zog den Scheidungsantrag zurück. Das Ehepaar lebte weiterhin zusammen, doch ihre Beziehung war nicht mehr so harmonisch wie früher. Eine Freundin von Jennifer erklärte später, das Vertrauen zwischen den beiden sei verloren gewesen. Nach außen hin wirkten sie weiterhin wie eine vorbildliche Familie, doch dieser Eindruck täuschte. Jennifer war überzeugt, dass ihr Mann sie betrogen hatte. Sie glaubte, Richard habe sie hintergangen, indem er sie zunächst dazu gedrängt habe, ihre frühere Arbeit aufzugeben, um sie später wiederum zu zwingen, erneut arbeiten zu gehen. Ihr Vertrauen in ihn war nachhaltig erschüttert. Die Zeit verging und die wirtschaftliche Krise wirkte sich weiterhin auf die finanzielle Situation der Familie Berman aus. Im Jahr 2010 mussten sie ihr luxuriöses Haus für $1.200.000 verkaufen, ihre Schulden begleichen und in ein anderes kreditfinanziertes Haus in West Palm Beach ziehen, das in einer weniger angesehenen Gegend lag. Die Eheleute entfremdeten sich zunehmend voneinander. Sie lebten wie Nachbarn unter einem Dach und blieben vor allem der Kinder wegen zusammen. Richard begann, seine Frau zu betrügen. Ob Jennifer ihrerseits Affären hatte, blieb unklar. Für sie stellte die Untreue ihres Mannes jedoch den letzten Auslöser dar. Im August 2012 erfuhr sie, dass Richard eine Beziehung zu einer deutlich jüngeren Frau hatte. Daraufhin reichte Jennifer die Scheidung ein und erklärte ihrem Mann, er sei ein Verräter und müsse das Haus unverzüglich verlassen. Richard reagierte empört. Er war nicht bereit, aus dem Haus auszuziehen, für das er weiterhin Hypothekenzahlungen leistete. Er erklärte, dass er sich nicht scheiden lassen wolle und mit der bestehenden Beziehung zufrieden sei. Zu seiner Frau sagte er: »Du bekommst keinen Cent von mir. Wenn du glaubst, dass ich dir nach der Scheidung das Haus überlasse und weiterhin die Hypothek sowie Unterhaltszahlungen übernehme, irrst du dich.« Das Scheidungsverfahren zog sich über einen langen Zeitraum hin. Weder Richard noch Jennifer waren bereit nachzugeben. Sie lebten weiterhin gemeinsam in ihrem Haus, zusammen mit ihrem Sohn Alex und ihrer Tochter Jacqueline. Bekannt ist, dass Richard in dieser Zeit erheblichen Druck ausübte, um seine Frau zum Auszug zu bewegen. Er provozierte Streit, verursachte Konflikte und sorgte wiederholt für Unruhe. Einmal, als die Kinder bei ihrer Großmutter zu Besuch waren, bestellte er fremde Frauen ins Haus und verbrachte die Nacht mit ihnen, während seine Frau im Nebenzimmer schlafen musste und gezwungen war, die Geräusche dieser Nacht zu ertragen. Jennifer war zutiefst verzweifelt. Sie hätte nie gedacht, dass ihr Mann zu einem solchen Verhalten fähig sein könnte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und erklärte, Richard übe emotionalen Druck auf sie aus. Sie hoffte, eine gerichtliche Anordnung zu erwirken, die ihm verbieten würde, sich ihr und den Kindern zu nähern, doch sie verlor das Verfahren. Richard beauftragte erfahrene Anwälte und setzte durch, weiterhin in dem gemeinsamen Haus leben zu dürfen.
Das Einzige, was in dieser Situation noch Bestand hatte, war, dass beide Eltern versuchten, ihren Sohn und ihre Tochter aus dem offenen Konflikt herauszuhalten, zumindest bis zum Frühjahr 2013, als Richard erneut eine Feier mit fragwürdigen Gästen veranstaltete. In diesem Moment verlor Jennifer endgültig die Geduld. Sie teilte ihrem Mann mit, dass sie vorübergehend mit den Kindern zu ihrer Mutter ziehen werde. Jennifers Mutter lebte ebenfalls in West Palm Beach. Sie war bereits hochbetagt und schwer krank. Ihre gesamte Rente floss in Medikamente und Arztbesuche. Jennifer war sich bewusst, dass sie nicht auf die finanzielle Unterstützung ihrer kranken Mutter zählen konnte. Zu dieser Zeit zögerte Richard die Scheidung weiterhin hinaus, was ihm das Recht gab, keinen Unterhalt zu zahlen. Somit lasteten alle Kosten für den Unterhalt von Alex und Jacqueline auf Jennifer. Es ist bekannt, dass die Frau im April 2013 eine teure Uhr, die sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt hatte, in einem Pfandhaus versetzte. Von dem Erlös kaufte sie Kleidung für die Kinder und tankte ihr Auto. Jennifer war verzweifelt. Sie verzichtete auf die Dienste ihres Scheidungsanwalts, da ihr das Geld ausgegangen war. Gleichzeitig reichte sie beim Gericht einen Antrag ein und bat Richard um finanzielle Unterstützung, doch ihr Ehemann blieb unnachgiebig. Jennifer arbeitete weiterhin als Krankenschwester im Krankenhaus. Sie kam mit ihren Aufgaben gut zurecht, doch aufgrund der finanziellen Not war sie gezwungen, sich zusätzliche Nebenbeschäftigungen zu suchen. Nachts pflegte sie einen älteren Mann. Sie arbeitete nahezu jeden Tag 12 Stunden lang. Damals wusste die Frau noch nicht, welche neue Prüfung das Schicksal für sie bereithielt. Im September 2013 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Jennifers Mutter dramatisch und nur wenige Tage später starb die ältere Frau. Jennifer war ohnehin bereits emotional erschöpft und der Tod ihrer Mutter traf sie besonders hart. Sie verfiel in eine schwere Depression, weshalb sie kaum noch in der Lage war, regelmäßig zur Arbeit im Krankenhaus zu gehen. Sie war verzweifelt und aus diesem Grund begannen ihre Schulden wie ein Schneeball anzuwachsen. Im November 2013 ließen sich die Bermans offiziell scheiden. Jennifer hoffte, nun die Hälfte des Hauses zu erhalten und dass Richard Unterhalt zahlen würde. Sie glaubte, ihr Leben könne sich endlich zum Besseren wenden, doch es kam anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Richards Geschäft begann zu dieser Zeit zu florieren. Der Mann war ein erfolgreicher Immobilienmakler, der Häuser im Wert von mehreren Millionen Dollar in Südflorida verkaufte. Nach der Scheidung war Richard zwar verpflichtet, Unterhalt zu zahlen, doch sein offiziell angegebenes monatliches Einkommen belief sich lediglich auf $2.888, weshalb er nur zur Zahlung des gesetzlich festgelegten Mindestbetrags verpflichtet wurde, $600 pro Kind. Es ist bekannt, dass der Vater zusätzlich die Krankenversicherung für Alex und Jacqueline übernahm und Jennifer bei der Wartung ihres Autos unterstützte. Was das gemeinsame Haus der Familie Berman betraf, verzögerte Richard mit Hilfe seiner Kontakte in der Immobilienbranche den Verkauf systematisch. Jennifer hätte den Verkauf beschleunigen können, doch dafür hätte sie Anwälte beauftragen müssen, für die ihr schlicht das Geld fehlte. Kurz darauf kaufte Richard ein neues, luxuriöses Haus für $1,5 Millionen sowie einen neuen Bentley. Beide Käufe tätigte er über seine Immobilienfirma. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass der Vater seine leiblichen Kinder nicht vernachlässigte. Er machte ihnen teure Geschenke und nahm sie mit in Restaurants sowie zu verschiedenen Veranstaltungen. Möglicherweise versuchte er auf diese Weise, Alex und Jacqueline dazu zu bewegen, in sein neues Haus zu ziehen. Der Mann setzte alles daran, seinen Kindern im Teenageralter zu zeigen, dass er ihnen ein komfortables Leben bieten konnte. Der Konflikt zwischen den ehemaligen Ehepartnern war jedoch deutlich unausgeglichen. Jennifers monatliches Gesamteinkommen belief sich auf etwa $2.000. Sie bezahlte die elitäre Kunstschule ihrer Kinder und sorgte für Lebensmittel. Die Frau kam kaum über die Runden und hatte praktisch kein Geld mehr zum Leben. Sie lebte weiterhin gemeinsam mit ihrem Sohn und ihrer Tochter im Haus ihrer verstorbenen Mutter. Doch bald erwartete Jennifer eine weitere schmerzhafte Überraschung. Es stellte sich heraus, dass die Immobilie ihrer Mutter bei der Bank belastet war. Jennifers Mutter hatte einen hohen Kredit für ihre medizinische Behandlung aufgenommen, da sie um ihr Leben gekämpft hatte. Leider hatte sie diese Information vor ihrer Tochter verborgen. Im Dezember 2013 erhielt Jennifer ein Schreiben der Bank, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie im Februar 2014 das Haus verlassen müsse, da es zur Begleichung des Kredits verwertet werde.
Nach all diesen Ereignissen begannen sich in Jennifers Gedanken dunkle Vorstellungen zu formen. Ende 2013 zog sie gemeinsam mit Alex und Jacqueline aus dem Haus ihrer verstorbenen Mutter aus und kehrte in ihr früheres, inzwischen leerstehendes Haus zurück, in dem die Familie Berman einst zu viert glücklich gelebt hatte. An einem der Tage vor Neujahr unterhielt sich Jennifer mit ihrer Freundin. Sie beklagte sich, dass sie müde sei und keinen Sinn mehr im Leben sehe. Die Freundin riet ihr dringend, einen Psychiater aufzusuchen. Jennifer folgte diesem Rat und suchte einen Arzt auf, der ihr mehrere Psychotherapiesitzungen empfahl, doch sie hatte weder das Geld noch die Zeit dafür. Daher beschränkte sich die Behandlung lediglich auf die Einnahme von Antidepressiva. Leider konnten die verschriebenen Medikamente den psychischen und emotionalen Zustand der Frau nicht verbessern. Der letzte Auslöser war, dass Alex und Jacqueline erklärten, sie wollten ein besseres Leben führen. Sie sagten, sie wollten zu ihrem Vater ziehen. Unmittelbar nach Beginn des neuen Jahres 2014, in den ersten Januartagen, kaufte Jennifer von ihrem gesamten verbliebenen Geld ein Jagdgewehr, einen Schalldämpfer und Patronen. In der Nacht vom 12. auf den 13. Januar wartete die Mutter, bis Alex und Jacqueline eingeschlafen waren, nahm die Waffe und ging zuerst in das Zimmer ihres Sohnes und anschließend in das ihrer Tochter. Danach schickte sie ihrem Ex-Mann eine Nachricht mit den Worten »Du hast es verdient« und betätigte anschließend erneut den Abzug. Richard las diese Nachricht erst einige Stunden später. Er wählte Jennifers Nummer, doch niemand nahm ab. Der Mann packte hastig seine Sachen, setzte sich ins Auto und fuhr zu seiner Ex-Frau. Zu diesem Zeitpunkt war es etwa 8 Uhr morgens. Unterwegs rief er den Notruf an. Trotz wiederholter Warnungen des Disponenten, auf die Polizei zu warten, betrat er das Haus. Dort bot sich ihm ein schreckliches Bild. Richard ging in das Schlafzimmer von Alex. Als er den Raum betrat, hörte er den Wecker klingeln, doch sein Sohn lag regungslos im Bett. Als der Vater näher trat, sah er, dass Blut aus dem Ohr des Jungen lief. Der Mann konnte kaum begreifen, was er sah. Anschließend fand er seine Tochter Jacqueline in ihrem Schlafzimmer. Sie lag ebenfalls im Bett und hatte eine Schusswunde am Kopf. Ihr Gesicht war stark entstellt. Jennifer lag in der Küche. An den Wänden befanden sich Blutspritzer, neben ihr lag das Gewehr. Auf dem runden Glastisch standen 2 leere Weinflaschen. Dort fand Richard auch einen Zettel, den seine Ex-Frau hinterlassen hatte. »Ich fühle mit denen, die uns geliebt haben und denen es jetzt wehtut.« Eine ähnliche Nachricht hatte Jennifer zuvor per E-Mail an ihren Cousin geschickt, dem sie sehr nahe gestanden hatte. Darin schrieb sie, dass sie keine Kraft mehr habe, mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen und dass sie beabsichtige, aus dem Leben zu scheiden und ihre Kinder mitzunehmen. Die eintreffenden Polizeibeamten bestätigten Richards schlimmste Befürchtungen. Alle 3 waren tot. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Alex 16 Jahre alt, Jacqueline 15 Jahre und ihre Mutter war 48 Jahre alt. Bei der Durchsicht der Gerichtsunterlagen zur Scheidung stellten die Polizeibeamten fest, dass Jennifer sich wiederholt über ihren Mann beschwert hatte, darüber, dass er sie ohne ausreichende finanzielle Mittel zurückgelassen habe. Sie berichtete, dass sie persönliche Gegenstände verkaufen musste, um Lebensmittel kaufen zu können. In ihren Aussagen fanden sich zudem Hinweise darauf, dass ihr Ehemann Richard während des Scheidungsverfahrens, als sie noch unter einem Dach lebten, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs kaufte und diese in seinem Zimmer versteckte, sodass weder seine Frau noch seine Kinder Zugang dazu hatten. Sie gab an, dass er sogar Toilettenpapier vor ihnen verborgen habe. Da sie getrennt von ihrem Ehemann lebte, beliefen sich Jennifers monatliche Ausgaben auf etwa $4.500, während ihr Einkommen nur etwa halb so hoch war. Dadurch wuchsen ihre Schulden von Monat zu Monat weiter an. Es ist bekannt, dass Richard während des Scheidungsverfahrens keine Hypothekenzahlungen für das Familienhaus geleistet hatte. Nach der Scheidung plante Jennifer, das Haus für $590.000 zu verkaufen, doch diese Immobilie war mit einer Hypothek belastet. Laut Gerichtsunterlagen beliefen sich die gesamten Verbindlichkeiten von Jennifer gegenüber den Banken auf mehr als $600.000. Angehörige waren der Ansicht, dass genau diese Situation letztlich zur schrecklichen Tragödie in der Familie Berman geführt habe. Der Cousin der Verstorbenen, der anonym bleiben wollte, berichtete, dass seine Verwandte bereits früher negative Gedanken gehabt habe.
Seiner Einschätzung nach habe Jennifer sich davon überzeugt, dass sie die Schwierigkeiten des Lebens nicht mehr bewältigen könne und schließlich aufgegeben. Sie habe nicht aus Rachsucht gehandelt, sondern geglaubt, das Richtige zu tun. Sie habe einfach keine Zukunft mehr gesehen. »Das ist Wahnsinn«, kommentierte Jennifers Cousin die Tragödie. Die Nachbarn der Familie Berman berichteten, dass sowohl Jennifer als auch Richard gute Eltern gewesen seien. Sie hätten sich selten gestritten, doch als es zur Scheidung kam, habe es tatsächlich Auseinandersetzungen und Skandale zwischen ihnen gegeben. Einer der Nachbarn erzählte, dass er Jennifer 2 Tage vor der Tragödie gesehen und mit ihr gesprochen habe. Sie sei aufgebracht und traurig gewesen, ihr Gesicht habe etwas Unwirkliches gehabt. Sie habe nicht wie sie selbst gewirkt. Ihre Augen seien leer gewesen. Jennifer habe ihrem Nachbarn angeboten, ihr Haus zu einem sehr niedrigen Preis zu verkaufen. Sie habe so schnell wie möglich Geld gebraucht, um ihre Schulden zu begleichen. Am Ende des Gesprächs habe die Frau gesagt: »Ich bin bereit, in eine neue Welt aufzubrechen.« Der Nachbar verabschiedete sich von Jennifer und erzählte später seiner Frau von diesem seltsamen Gespräch. Er äußerte seine Befürchtungen, doch seine Frau meinte, man solle sich nicht in die Angelegenheiten einer fremden Familie einmischen. Richard litt sehr unter dem Verlust seines Sohnes und seiner Tochter. Einigen Quellen zufolge verfiel der Mann für eine gewisse Zeit dem Alkohol, raffte sich jedoch später wieder auf. In einem Interview erklärte Richard: »Das alles ist schrecklich und grauenvoll. Jennifer war einmal eine gute Ehefrau und Mutter, aber die Scheidung hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Um sich an mir zu rächen, hat sie mir das Liebste genommen, was ich hatte. Das ist das egoistischste und schrecklichste Verbrechen, das man sich vorstellen kann.« Im Jahr 2015 verfügte Richard Berman plötzlich über mehrere Millionen $, mit denen er einen Fonds zur Unterstützung talentierter Schülerinnen und Schüler der Dreyfus Kunstschule gründete, die seine Kinder besucht hatten. Dieser Fonds existiert bis heute. Richard Berman ist heute 60 Jahre alt. Er ist verheiratet, lebt weiterhin in seinem luxuriösen Haus und leitet eine Immobilienfirma in West Palm Beach. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.